Und dann haben die Philister reagiert, wie man es erwartet hat, nämlich dass sie ihre Armee aufgeboten haben, um Israel anzugreifen und sie wieder untertan zu machen. And that's why Saul was raising this army in Gilgal. Und deshalb hat Saul die Armee in Gilgal gemustert. And what we read in Samuel in chapter 10, verse 8. Und was wir in 1. Samuel 10, Vers 8 lesen, No, I'm looking at the wrong reference here. oh, das ist der falsche Vers. Yes, that's because I'm in the wrong place. Okay. So it's chapter 13, verse 5. Sorry. Also Kapitel 13, 13, verse 5. Vers 5. We read that the Philistines mustered to fight Israel 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Also da sammelten die Philister 3000. That's interesting, the German just says 3,000. Yeah. Not 30,000. Ja. Also Luther sagt 3000 Wagen und 6000 Gespanne und Fußvolk. And does it go on to say, and troops like the sand on the seashore in multitude? Ja. Und Fußvolk so viel wie Sand am Ufer des Meeres. Isn't that marvelous hyperbole? Ist das nicht eine tolle, beschreibende Übertreibung? When you were Israel looking at the troops of the Philistines, Also da ist Israel und die gucken sich die Truppen der Philister an. they look so many. Das sind so viele. Like the clip we saw yesterday, So wie der Filmclip, den wir gestern gesehen haben. when the Scotsman said that there's so many. I know what you watched. wo der schottische Bub gesagt hat, das sind so viele. Now, probably, if I can just go by this translation here, the number 30,000 chariots is probably a copying error in the text. Es kann sein, dass die Zahl 30.000 Wagen, wo im Deutschen 3.000 steht, das kann sein, dass das ein Abschreibefehler ist. Because that means the 6,000 horsemen would have to be riding 5 chariots in one time. Weil das würde bedeuten, dass die 6.000 Leute, die diese Wagen fahren müssten, müsste jeder von ihnen 5 Wagen fahren. Und das passt ja nicht. And that is why your Bibles probably have changed that to 3,000. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die deutsche Bibel dann die Anzahl der Wagen auf 3.000 reduziert hat. Because in Hebrew the number 30,000 and 3,000, 30,000, 6,000, these things are very similar. Sorry, 30,000 and 3,000 are very, very similar. In der hebräischen Schrift kann man die Zahl 30.000 und 3.000 sehr leicht verwechseln. And so you have 30,000 chariots, 6,000 horsemen, 2 per chariot. That almost certainly is what's happening. Also rechnerisch geht es besser auf wie in der deutschen Übersetzung 3.000 Wagen und 6.000, da steht Gespanne, eigentlich sollten das die Fahrer der Wagen sein. But just imagine, you go out and there's 3,000 chariots and an army that just seems so huge you can't even count it. Stellt euch mal vor, ihr geht da auf so ein zu einem Schlachtfeld und euch stehen 3.000 Kampfwagen gegenüber und Fußvolk, dass man es nicht zählen kann, so wie der Sand am Meer. And so this is why we read verse 7 of chapter 13. Und deshalb lesen wir in Vers 7, Some Hebrews crossed the Jordan into the land of Gad and Gilead, and Saul was still at Gilgal, and all the people followed him trembling. Und in Vers 7 steht eben, dass auch Israeliten abgehauen sind über den Jordan zu Land Gad und Gilead. Und Saul war aber noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voller Angst. And you can just imagine the scenario.
Und ihr könnt euch das gut ausmalen, diese Szene. This word of Samuel, you're to wait 7 days until I come. Da war das Wort, die klare Anweisung von Samuel, ihr wartet 7 Tage, bis ich komme. And the days went past. Und die Tage vergingen. The men that were part of the militia began to go home, just like we saw yesterday. Dass einige der Männer aus der Miliz von Saul einfach nach Hause gegangen sind, genauso wie wir das gestern im Film auch gesehen haben. And the pressure on Saul would have been enormous. Und der Druck, den Saul da spürte, der war enorm. And the 7 days passed and Samuel is still not there. Und die 7 Tage sind jetzt vergangen und Samuel ist immer noch nicht da. And at that point, Saul had a choice. Und zu dem Zeitpunkt hatte Saul dann eine Entscheidung zu treffen. Was he going to obey what Samuel said, or was he going to do things his own way? Würde er dem gehorchen, den Anweisungen, die Samuel ihm gemacht hat, oder nimmt er Dinge in die eigene Hand? In other words, was he going to recognize that the battle is actually God's, or was he going to be looking to get that victory himself? Und die Frage war, würde er erkennen, dass der Kampf und der Sieg eigentlich Gott gehört oder nur Gott kann das machen, oder nimmt er Sachen in die eigene Hand? This really was a test of faith. Und es war also eine Glaubensprüfung. A test as to whether he was going to rely on, trust the very nature and character of God. Ein Test, ob er sich darauf verlassen würde, auf den Charakter Gottes und dass er ihm hilft. Well, you know the story, he failed this test. Ihr kennt die Geschichte, er hat diesen Test nicht bestanden. He offered the sacrifice himself as a king. Er hat das Opfer dargebracht, er selber als König. This crossed the line. God always intended the priesthood and the king to be separate. Und er hat damit eine Grenze überschritten, die Gott ganz bewusst auch eingesetzt hatte. Auf der einen Seite die Priesterschaft und auf der anderen Seite der König. Das wollte getrennt sein. It was one of the way God set up the nation, that there would be a separation between the religious and the civil responsibilities. Also das war Gottes Idee, dass in der Nation das getrennt ist, dass da auf der einen Seite die zivile Regierung ist und auf der anderen Seite die religiöse Seite. It said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Ihr habt den Spruch sicher schon mal gehört, Macht korrupt und absolute Macht macht absolut korrupt. And that's why these two really powerful positions in Israel were kept separate. Und das war der Grund, warum Gott wollte, dass die zwei mächtigsten Positionen im Land Israel separat gehalten werden, König und Priester. And Saul was crossing that line, but also stating he wasn't trusting God. Und also da hat Saul eine Grenze überschritten, aber gleichzeitig damit auch gezeigt, dass er Gott nicht vertraut. And it's just the way, isn't it, verse 10? As soon as he'd finished, Samuel shows up. Und es ist doch der Klassiker in Vers 10. Ne? Sobald er fertig war, siehe, da kam Samuel. And that was a sad thing, but what follows now is even sadder than that. Und das war wirklich ein trauriges Ereignis, aber was dann jetzt danach noch kommt, ist noch viel trauriger. Because when he was confronted, you have a list of excuses. Denn als Samuel ihn jetzt konfrontiert mit dem, was er getan hat, dann kommt hier eine ganze Liste von Ausreden. Firstly, the people were slipping away. Das erste war, die Leute sind mir weggelaufen. And it's your fault, you didn't come. Und du bist nicht gekommen, als du gesagt hast, dass du kommen wirst. And the Philistines were building a strength in Michmash. Und die Philister haben sich so stark aufgebaut in Michmash. So verse 12, so I forced myself.
to do the burnt offering. Und, End of verse 12. und dann sagt er am Ende von Vers 4, da wagte ich's und opferte Brandopfer. And I want you to notice the difference between Saul and what we're going to see with King David. Und da werden wir einen Unterschied sehen zwischen Saul und später König David. In the whole incident that we read of Bathsheba, Mit der ganzen Bathseba-Geschichte bei David, David was exploiting his position as king and that authority he had. da hat König David seine Position als König schamlos ausgenutzt. And when Nathan the prophet came to confront him, Aber als dann der Prophet Nathan kam und ihn damit konfrontiert hat, you know, pointed his finger and said, "You are the man," wo Nathan dann einfach auf ihn gezeigt hat und gesagt, du bist der Mann. David's response was immediate with "You're right. God have mercy on me." Ja. Da war die Reaktion von David sofort, ja, du hast recht, Herr, hab Erbarmen mit mir. Saul's response was so different. Und die Reaktion von Saul war so anders. Samuel, it's the people's fault, and it's your fault, and it's the Philistines' fault. Also, das ist die Schuld vom Volk und das ist deine Schuld und das ist die Schuld der Philister. So don't blame me. Also mach mich hier nicht verantwortlich. I forced myself to do this. Ich habe mich selber zwingen müssen, das zu tun. Of course, God didn't take any notice of that. Aber Gott hat irgendwie da gar nicht drauf geachtet, auf diese ganzen Argumente. And what we find, the judgment was that the dynasty of Saul had been lost. Und das Gericht oder von Gott, die Strafe oder so war dann, dass die Dynastie von König Saul, dass die nicht stattfinden würde. He was still king, but Er war immer noch König, the opportunity for his sons, grandson, etc., that wasn't going to happen. also Gott hat Saul nicht das Königtum weggenommen, aber die Möglichkeit, dass sein Sohn und sein Enkel und Urenkel später auf dem Thron sitzt, ist nicht passiert dann. Now, I will make sure you get these PowerPoints as was requested yesterday. Also ich schaue, dass ihr diese ganzen PowerPoint-Dinger bekommt. But we can go through this quickly. Wir gehen da schnell mal durch. This is the pass at Michmash. Das ist der Pass im Gebirge von Michmash. We read that God gave them victory despite what happened. Wir können lesen, dass Gott ihnen trotz allem den Sieg geschenkt hat. But Saul made a very strange oath about not letting his men eat food. Und wir lesen, dass Saul da einen sehr merkwürdigen und übereilten Schwur getan hat, dass seine Männer nichts essen sollen. There's a map just as to the way the troops move. Und das ist, wie die Truppen sich bewegt haben. And then we come to the second test. Und jetzt kommen wir zur zweiten Prüfung von Saul. Mostly, God would use one nation to judge another out of the ebb and flow of battles and kingdoms rising and falling. Oft hat Gott damals ein Volk benutzt, um ein anderes Volk zu richten. Und wir sehen das in dem Hin und Her von Siegen und Niederlagen zwischen den verschiedenen Völkern. But sometimes, very occasionally, God says, what you need to do is to destroy this people. I'm telling you to do that because this is a judgment on you. Aber ab und zu hat Gott klar gesagt, dass man ein anderes Volk vernichten soll, weil das sein Gericht über dem Volk ist. Now, even though all the Amalekites were destroyed, we still read about the Amalekites. Das Interessante ist, obwohl die Amalekiter vernichtet worden sind, lesen wir trotzdem noch von ihnen. And the chances are there were different Amalekite tribes in different places, nomadic people.
Es ist gut möglich, dass die Amalekiter Nomaden waren und dass es da immer noch Unterstämme gab, die irgendwo rumgezogen sind. Thank you for the blessing. Danke. Gesundheit. But the story, you've read it, he killed, they do destroy a lot, but they keep some of the booty, they keep some of the produce, Also wie ihr es the gelesen benefits. habt, sie haben die Amalekiter vernichtet, aber sie haben Sachen von der Plünderung behalten. And when it's this kind of judgment, almost always God says you should not get any personal gain from this. Und wenn es so eine Gerichtsaktion ist, dann oft hat Gott dann gesagt, dass man nichts davon sich nehmen soll, dass man nicht persönlich davon profitiert. But they kept the animals, the livestock, and they kept the king alive for some reason. Aber die Israeliten haben sich die Tiere geschnappt und aus irgendeinem Grund auch den König am Leben gelassen. And after this disobedience, chapter 15, verse 10, Und nach diesem Ungehorsam, Kapitel 15, Vers 10, we read the sad words where God said, I regret I made Saul king, for he's turned his back and followed me and has not carried out all my commands. und dann lesen wir diese traurigen Worte, wo Gott sagt, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. And again, we read in 14 when Samuel confronts Saul with his disobedience. Und dann lesen wir Vers 14, wo Saul konfrontiert über seinen Ungehorsam. He blames in 15 the people. In Vers 15 schiebt Gott Saul die Schuld auf das Volk. For the people spared the best of the sheep and the cattle. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. And then he made it spiritual. They did it so we could sacrifice to the Lord. Und dann hat er das Ganze vergeistlicht. Wir haben die Tiere aufgehoben, sodass wir sie dann Gott opfern können. And so again you see these excuses. Und also da sehen wir wieder die Ausflüchte And there was und just Ausreden. this lack of repentance both times. Also da ist wirklich ein Mangel an Buße und Umkehr bei Saul. And we read 16, Samuel is tired of Saul's excuses. Und in Vers 16 merken wir, dass Samuel diese Ausreden leid ist. And you can just hear, you feel as you read verse 17 following Samuel's deep grief, deep sadness. Und wenn man weiterliest in Vers 17, dann spürt man und hört man wirklich auch die Traurigkeit von Samuel raus. Verse 18, the Lord sent you on a mission and you failed that mission. Vers 18, der Herr sandte dich auf eine Mission und du hast es nicht geschafft. And Samuel said again, but I have obeyed the voice of the Lord. I've gone on the mission and I've brought Agag the king and so on and so forth. Und wieder rechtfertigt sich Saul, aber ich bin doch auf diese Mission gegangen, Vers 20, und habe Agag den König geholt. Verse 21. Vers 21. Again, it's the people's fault. Aber das Volk hat von der Beute genommen. And, Also die sind schuld. and then you get this big moment, a little verse, a couple of verses, but it's a big moment in Samuel. Und dann kommt ein Vers, das ist ein kleiner Vers, aber ein großer Moment im Leben von Samuel. Und Samuel ist so. Samuel speaks these Ja, words. also Samuel sagt dann, Verse 22, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices than in obedience to his voice? Surely to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. also Vers 22, meinst du, dass der Herr gefallen hat am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. This is a message that constantly comes from the prophets. Und das ist die Botschaft, die eigentlich immer und immer wieder von den Propheten ausgerufen wird. God wants obedience far more than sacrifice. Gott möchte Gehorsam viel mehr als Opfer. For rebellion is no less a sin than divination, and stubbornness is like
iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König bist. And here we just need the fear of the Lord on us, because rebellion is equal to divination, to witchcraft. Und da brauchen wir auch wirklich die Furcht des Herrn auf unserem Leben, wenn er sagt, dass Ungehorsam ist wie Zauberei und Widerstreben wie Götzendienst. And stubbornness like idolatry. Ja, oder eben, dass wir Gottes Reden widerstreben, das ist wie Götzendienst. Because you're putting your will over God's will. Weil du damit deinen Willen über Gottes Willen stellst. And so we see the second test. Also so sehen wir dann den zweiten Test, die zweite Prüfung von Saul. Saul was rejected this time of being king. Das Ergebnis war, dass Saul auch als König abgelehnt worden ist von Gott. And after this you find that Saul's number one concern wasn't his sin, but it was what people around him thought. Und später sieht man dann, dass das Hauptaugenmerk und die Hauptsorge von Saul war nicht seine eigene Sünde, sondern was die Leute über ihn gedacht haben. And he said, please, okay, but please come and offer sacrifice so the people can see. Und er sagt, ja, schon gut, aber bitte komm und opfere du, sodass die Leute das sehen. Because he wanted to be honored before the elders. Weil er wollte gerne geehrt werden vor den Ältesten des Volkes. And so we see Samuel's word of judgment over Agag and the Amalekites. Und dann kommt das Gericht über die Amalekiter und Agag, den König. Your sword has made women childless. Dein Schwert hat Frauen ihrer Kinder beraubt. And so Samuel went home. Und dann ist Samuel nach Hause gegangen. Now we stop now for a break. Dann jetzt haben wir unsere Kaffeepause. And while you're eating yummy cake, be reflecting on this. What was it you saw? Why did he fail? Während ihr den leckeren Kuchen genießt, überlegt mal, warum? Was ist der Grund, dass Saul versagt hat? Okay. So just for a coffee break, remember we are in